willkommen zu einem weiteren schönen Tag in Kärnten. Und heute, wie ihr seht, geht es die Straße zur Straniger Alm hoch. Und wie ihr seht, ich bin nicht alleine, die ersten beiden sind schon unterwegs. Und ja, dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt. So geht es Offroad nach Italien. An der Straniger Alm wird aber erstmal ein kleines zweites Frühstück in der Sonne eingelegt. Die Straße fährt sich bis zur Alm ziemlich gut, ist eigentlich so ein typischer Waldweg. In den Kehren muss man aufpassen, da es die Nordseite vom Pass ist, die nie ganz abtrocknet, und da ist es teilweise ziemlich rutschig. Die drei haben ganz sicher auf der Straniger Alm übernachtet, sind sicherlich gestern auf der italienischen Seite hochgefahren, haben auf der Straniger Alm eine schöne Nacht verbracht. Ja, und heute geht es auf der österreichischen Seite wieder runter. Boah ey, mit dem Wohnmobil hier hoch. Als ich dann Kaffee trinken war, ich greife mal vorne weg, habe ich von der Wirtin erfahren, die wollten tatsächlich bis nach Italien rüber, mussten dann aber feststellen, dass bei der Straniger Alm ist dann Schluss. Da geht mit Wohnmobilen und PKWs, ab da geht nichts mehr. Da muss man Vierradantrieb haben. So richtig hochgelegt, sonst geht gar nichts. Die italienische Seite sieht nochmal ganz anders aus. Willkommen in der Straniger Alm. Ja, in der Pension habe ich dann abends erfahren, am nächsten Tag hätte ich gar nicht hochfahren können, denn am nächsten Tag war Almabtrieb. Da werden die Kühe von der Alm wieder runter ins Tal gebracht. Die Straniger Alm ist bewirtschaftet. Man kriegt dort natürlich einen sehr guten Cappuccino und auch natürlich leckeres Essen. Besonderheit ist, dass sie auch aus ihrer gewonnenen Milch selber Käse herstellen, unterschiedliche weitere Milchprodukte haben, Joghurt, Almbutter, Buttermilch und alles Mögliche. Also sehr schön. Die Alm liegt auf 1501 Seehöhe und deshalb hat man natürlich auch einen schönen Ausblick. Auf der Suche nach dem Weg nach Italien habe ich mich natürlich prompt verfahren. Google ist da oben nicht ganz so zuverlässig, muss man sagen. Naja, dafür habe ich eine schöne weitere Alm kennengelernt. Da waren auch noch ein paar Kühe unterwegs. Und ja, dann geht es halt wieder retour. ich dann den Weg gefunden habe, ging es die italienische Seite im Wald runter.
Da konnte ich die Kamera am Helm nicht einschalten, da es durchaus anspruchsvoll war. In dem Bereich sind Holzfellarbeiten im Gange gewesen. Die großen Maschinen standen im Weg und teilweise war der Weg durch tiefe Mulden unterbrochen. Zum Glück waren bei mir keine Holzfäller unterwegs und es wurde gerade nicht gearbeitet. Ich habe mich da nur runtergeschaufelt, ohne ans Filmen zu denken. Nachher habe ich erfahren, dass die Arbeiter 2 Tage später den Weg mit Baumstämmen blockiert hatten. Was ich auch gut verstehen kann, ist ja auch gefährlich, wenn die Mopedfahrer dazwischen rumfuhrwerken. So, jetzt die italienische Seite. Das ist der Teil, wo die Straße ausgebaut ist, aber vorher war es echt heftig. Ja, ich bin schon in Italien. Wenn man dann die Passhöhe runterkommt, landet man in Paularo. Wie man sieht, ein sehr schöner kleiner Ort hier im Tal. Zur Panoramica della Vette geht es dann kurz vor dem Ortseingang von Ravascletto rechts ab. Und jetzt wird's besonders schön. Willkommen auf der Panoramica delle Vette. Bestimmt eine der spektakulärsten Bergstraßen Italiens mitten in den Karnischen Alpen. Die Strecke schlängelt sich auf knapp 2000 Meter Höhe entlang mit Ausblicken, die von einem Wow-Moment zum nächsten Wow-Wow-Moment kommen. Das ist also absolut unglaublich. Asphalt, ja, am Anfang und am Ende, aber auch der Asphalt ist teilweise weg. Gerade wenn man von Ravascletto hochfährt, sodass sich PKWs nur im Schritttempo hocharbeiten, wenn sie sich denn trauen. Schotter, ja, oben. Vor allem die 8 Kilometer Offroad oben entlang sind echt ein Fest. Die Straße startet bei Comigliano, führt bis Ravascletto oder eben umgekehrt, wie ich sie gefahren bin. Und es sind 30 Kilometer Kurven, Kehren und eben Wow-Momente. Es ist unglaublich. Ich kann mir gut vorstellen, nach Regen kann es hier sehr rutschig werden, also nicht mit Flipflops hochfahren. In jeder Parkbucht steht ein Mopedfahrer und genießt die Aussicht. Ja, es ist absolut traumhaft. Wer hier fährt, bekommt nicht nur Fahrspaß und viele nette Motorradfahrer, sondern auch Naturkino Deluxe. Mit Blick auf den Monte Costes und die umliegenden Gipfel, und man konnte heute sogar bis nach Südtirol zu den Dolomiten schauen. Und jetzt kommt der Monte Zoncolan, oder wie Radprofis ihn nennen, die Himmelsleiter. Der Zoncolan ist berühmt aus dem Giro d'Italia, wo er als einer der härtesten Anstiege Europas gilt.
Die Strecke verbindet Ovaro im Westen mit Sutrio im Osten und wer die Seite von Ovaro rauffährt, braucht schon etwas Selbstvertrauen. Im Vergleich dazu ist der Stelvio, den ich schon mit der Harley bezwungen habe, easygoing. Die Straße hat bis zu 22% Steigung und wirklich enge Fahrspuren und sehr steile Kehren. Das macht es bei einer einspurigen Straße bei jeder Kehre immer wieder spannend. Oben geht es dann durch den Passtunnel und damit sind wir auf 1730 Meter Höhe und einen tollen Blick auf die Karnischen Alpen. Wenn man dann rausgefunden hat, welche Straße runtergeht, weil ich bin erstmal zur Bergstation vom Skigebiet gefahren und das ist eine Sackgasse, dann ist der erste Teil der Abfahrt total schön. Man hat immer wieder einen Blick auf die gegenüberliegende Panoramica delle Vette. Die Straße wedelt sozusagen von der Bergstation die Pisten runter bis zur größeren Zwischenstation des Skigebiets. Ich habe mich oben schon gefragt, ob die Leute die Himmelsleiter von Ovaro im Winter zum Skifahren hochfahren. Nein, das tun sie nicht. Die wird im Winter dann auch irgendwann gesperrt. Bis zur Zwischenstation ist die andere Seite auch zweispurig ausgebaut und ist wohl der Hauptzugang zum Skigebiet. Von der Zwischenstation bis ins Tal ist es dann auch eher unspektakulär. Eine Rückfahrt ging dann von Paluzza über den Plöckenpass nach Kötschak Mountain ins Geiltal und von dort nach Tröpolach. Der Plöcken hat mir gar nicht gefallen. Es war viel Verkehr, viele Wohnmobile. Eins hat sich in der Serpentine festgefahren und wir hatten bestimmt 2 Kilometer Stau und dann noch viele Baustellen mit langen Wartenzeiten an Ampeln. Also es war nicht so dolle. Im Geiltal hatte ich dann die letzten Kilometer diesen hübschen Oldtimer vor mir, deren Besitzer auch das schöne Wetter genutzt haben. Ja, dann bis zur nächsten Episode, da geht's dann ins Sotschertal nach Slowenien und natürlich freue ich mich über einen erhobenen Daumen von euch und eure Kommentare.